Willkommen bei Stuttgart 21. Zwischen dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof und Wendlingen liegen alle Gleise und sind bereit für den Feinschliff. Diese Aufgabe übernimmt ein Spezialist, der Zwei-Wege-Frästruck. Wenn der Frästruck loslegt, sind die 120 Meter langen Schienen bereits in die Bahnsteighalle gefahren, abgeladen und eingebaut. Und um die Lücken zwischen den Schienen zu schließen, haben Arbeiter diese mit Hilfe einer Termitverschweißung auch schon miteinander verbunden. Bereits 2024 war der Frästruck auf der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und dem neuen Flughafenbahnhof im Einsatz. Das Gefährt ist halb LKW und halb Zug. Es ist speziell für diese Aufgabe gebaut, die Schienen von allen Unregelmäßigkeiten zu befreien und auf das perfekte Profil zu fräsen. Zwar sind die Gleise neu, dennoch muss die Oberfläche aber mit höchster Präzision bearbeitet werden, damit sie den hohen Anforderungen des späteren Bahnbetriebs entsprechen. Als nächstes sind die Schienen der Bahnsteighalle und der anliegenden Tunnel an der Reihe. Langsam rollt der Frästruck in die Bahnsteighalle des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs ein. Unter dem Frästruck liegen die Langschienen, gewalzt aus massiven Stahlblöcken. Ihr Rohprofil steht, doch bevor ein Personenzug einfahren darf, muss die oberste Schicht präzise bearbeitet werden. Beim Walzen entsteht an der Schienenoberfläche die sogenannte Walzhaut, eine dünne, dunkle Schicht wie die Haut auf heißer Milch. Und die muss weg. Denn nur das reine und saubere Metall darunter sorgt später für verschleißarme und leise Zugfahrten. Unter dem Fahrzeug setzen sich die Fräsräder in Bewegung. Sie tragen Material von der Fahrfläche und der Kante ab, hier 0,3 mm. Winzige Späne lösen sich, werden sofort vom Frästruck abgesaugt und in einem Spänebunker gesammelt. Dahinter übernimmt das Schleifaggregat. Es glättet die Oberfläche und bringt sie auf die endgültige Kontur. Hinter dem Frästruck sorgen präzise Messungen für die geforderte Qualität. Eine Messvorrichtung prüft die frisch gefrästen Schienen auf ihr Quer- und Längsprofil. Im Führerstand laufen alle Informationen zusammen. Jede Veränderung wird in Echtzeit überwacht. So wird sichergestellt, der Schienenkopf entspricht genau dem definierten Querprofil, das Rad und Schiene optimal zusammenarbeiten lässt. Während die Maschine Meter für Meter voranfährt, wächst in der Halle ein glänzender, exakt bearbeiteter Schienenstrang. Er zieht sich zwischen den Kelchstützen hindurch, bereit für den späteren Betrieb. Nach Stunden millimetergenauer Arbeit endet für heute der Fräsvorgang. Der Frästruck rollt zurück in den Tunnel Nordkopf und gleist aus. Dafür wird der Frästruck gereinigt, geprüft und für seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Dann heben ihn hydraulische Hebeeinrichtungen sanft vom Gleis. Der LKW steht wieder fest auf dem Boden. Binnen 16 Tagen fräst der Truck rund 60 Kilometer Gleis in der Bahnsteighalle sowie in den anliegenden Tunneln: Filtertunnel, Tunnel Ober- und Untertürkheim und Tunnel Feuerbach. Der Frästruck, ein Garant dafür, dass auf der Schiene buchstäblich alles glatt läuft. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal.